herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von This is the Police hier am 13. September. Es ist ein Freitag, der 13. Müssen wir mal gucken, ob da was passiert. Ein Krokodil in städtischem Fluss entdeckt. Bauer behauptet, die Regierung habe seine Ernte vergiftet. Und ein Filmvorführer zeigt aus Versehen Porno bei jüngsten Filmfestival. Tja, das soll vorstellen. So, ich habe die ganze Nacht einen spannenden Krimi gelesen. Sind die bescheuert eigentlich, oder was? Irgendwo mal gucken, ich muss auch irgendwo Schichten nochmal umlagern können, oder? Muss dringend gucken, dass ich Schichten verlagert kriege. So. Schwulenrechte-Demonstration. Wir sind seit Jahren immer wieder von der LGB-Organisation genervt worden, die permanent wegen Schwulenrechten herumheult. In letzter Zeit war es damit ziemlich ruhig, aber letzte Woche sind 3 Hochschullehrer gefeuert worden mit Bezug auf Gesetze, die die Förderung von Homosexualität unter Minderjährigen verbietet. Diese Lehrer haben LGB-Broschüren unter den Schülern verteilt und Toleranz gepredigt. Wir haben sie fair und dem Gesetz entsprechend entlassen, aber vor der Schule haben sich Aktivisten zu einem Protest versammelt. Die Kinder sind nicht da, um über sich gegenseitig küssende Männer. Die Kinder sind nicht da, um über sich gegenseitig küssende Männer und all den Rest der von dem Zirkus zu lernen. Mein Gott. Die Demonstranten müssen eine Lektion erteilt bekommen, sodass ihnen das nächste Mal zweimal darüber nachdenken, ob sie aus ihren Löchern hervorkriechen wollen. Ja, was soll ich machen? Dann wir unter Dienst gerade losschicken da. Vorsichtshalber. So, Jack, diese Lehrer wurden nach Hand lockerer Gesetze gefeuert, so barbarisch das auch sein mag. Dennoch haben die Demonstranten das Recht, sich zu versammeln und ihre Meinung kundzutun, solange dabei niemand in Gefahr ist. Entschuldigung. Ich hatte ein paar Ideen, um sie schützen zu können. Ja. Wer ist denn Beweise gegen die Kirche? Beweise gegen die Kirche. Denn schon. So. Zur A-Schicht wechseln. Zur A-Schicht wechseln. Hier schon wieder? Ne, 3 Tage. Irgendwas passiert ab da bestimmt. Ruheanrufe vor Start. Ja, wie gehabt. Wir ziehen die Linie durch. Das ist hier so ein bisschen beabsichtigt. Ja, natürlich, bla 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 bla. Was soll ich denn machen? Ich habe keine Beamte. Fassbar sowas. Jetzt fahrt da hin, sonst fliegt ihr alle raus. Geht doch.
So, durch die Glastür ist ein Mann zu sehen, der versucht auf ein ich hab's heute mit dem Lesen, ne? Durch die Glastür ist ein Mann zu sehen, der versucht, auf eine um sich schlagende Frau zu klettern, die er auf ein Sofa geschleudert hat. Das Schulmädchen weint laut. Irgendwie sind hier in letzter Zeit ständig irgendwelche Massenausschreitungen, ne? Was ist in dieser Stadt los? Das ist wieder ein abwechslungsreicher Tag hier. So, und er. Büro der Staatsanwaltschaft. Natürlich, offizieller Befragung. Ich bin ja nichts anderes gewohnt. Die sollen mich hier mal in Ruhe meinen Job machen lassen und dann wird hier auch wieder Zucht und Ordnung in die Stadt kommen. Versuchter Mord am Spielplatz, warum auch nicht. Transvestiten erwischt haben, ist klar. Los. So. Falscher Alarm, sicher. Falscher Alarm, klar. Bestimmt wieder falscher Alarm. Also langsam müssen wir am Geld mal was tun, wenn wir unsere Ziele mal irgendwann erreichen wollen, ne? Na, wenigstens das noch. So, Samstag der 14. Polizei vertreibt friedliche LGB-Demonstranten. Polizei setzt bei friedlichem LGB-Protest Gewalt ein. Polizei rettet Stadt vor groteskem Schauspiel der Sünde. Wenigstens Effekt ist hier. Sozusagen. Unparteiisch. All the information about Laura, just like you asked. Mr. Boyd, keep your voice down. Someone. Der Polizeichef. Oh, I'm sorry, Emma. It's my first time doing something like this. Here's the envelope. Everything's in there. Fine. Mr. Boyd, please write for Mr. Fry on this envelope and drop it in the mailbox across the street. What? I don't want this handled like it's some kind of game. Mr. Boyd, those are the rules. Now please, lower your voice. Fine.
Okay, Emma. I'll put this envelope in the mailbox across the street, just like you said. Arschloch. Wonder how that damn Mr. Fry is going to get an envelope out of the mailbox. Talking to yourself, Mr. Boyd? And we thought we'd have to catch you at the police station. But it turns out Jack Boyd has come down to meet us personally. Wer sie sind. Do you know why we're here, Mr. Boyd? I don't even know who you are. My name is Eugene Chaffee. I'm a businessman. Rather, a restaurateur. Although I usually tell everyone I'm a businessman. Which sounds better? Businessman or restaurateur? Oh, I think I've heard of you. You have a restaurant and a slaughterhouse. And you serve refried veal steaks. Well, refried veal steaks isn't my only business. But perhaps it's what I'm best known for. I thought it was time we meet, Mr. Boyd, and my friend here. I believe you're already acquainted. His name is Troy Starr. Never heard of him. So what do you want, Mr. Chaffee? Looking for a spokesman for your beef products? I recently changed my image and my hair. Eugene and I really want to help you, Mr. Boyd. Although after our phone call, I've had my doubts. I was making love to my wife, and you called me and told me to fuck myself. That kind of behavior is rude and inappropriate, Mr. Boyd. I didn't mean to offend you, Mr. Starr. Just thumbing my nose at that prick mayor of ours. You keep making love to your wife, or did I ruin the mood? There's a nice cafe around the corner. Spare us a couple of minutes of your time, Mr. Boyd. Lately, I've been so busy that I rarely get to sit and relax in such a nice place, and with such interesting company. Get to the point, Mr. Chaffee. I'm busy, too. In fact, I think I hear some teenagers next door robbing and raping an old woman. Maybe she's your aunt. You see, Mr. Boyd. Good morning. What do you want? A big mug of beer. We don't serve big mugs of beer. Then a small mug of beer. We don't have beer in any size glasses. This is a family restaurant. Moms and dads come with small children. I can bring you a lollipop to suck on. Monica, where's your famous charm? Bring the gentleman a beer. I'm sure you've got a bottle under the counter. Check between the dead cats and the dried heads of your ex-boyfriends. This man, by the way, is your police chief. Don't be silly. The police chief has a bald spot the size of a toilet seat. So, as I was... Oh, I'm sorry, Eugene. It's Rogers. Probably forgot how to wipe his ass. When you're 82, Troy, you'll probably forget you need to wipe your ass at all. But very well, run along. We can continue without you. So, Mr. Boyd, as you may already know, the official job of my old friend Mr. Starr is to cause trouble for you. But believe me, it's not out of malice. It's to maintain his cover at City Hall. But to somewhat balance out this trouble, I've decided to help you out. Every day, Das klingt doch gut. pay close attention to your morning newspaper, Mr. Boyd. You'll find messages hidden among the pages. Simple notes, but make no mistake, the information you'll find there is extremely useful. You see, Troy Starr isn't my only spy. That's it, Mr. Boyd. I told you it would only take a couple of minutes. I wouldn't want to disturb you while you're enjoying your drink. Keep in touch, my dear little cupcake. Hallo? Oh, yes, I'm quite good at puns. Der Name gefällt mir nicht. Never imagined what meeting Robespierre would be like. But I certainly didn't figure the first thing he'd do was buy me a drink. Getting them to serve a beer at a family cafe? And this Robespierre has some strange Ach, das war superpowers. Robespierre. Strange, but not entirely useless. In meinem Haus sind ein paar Rohre beschädigt, ich muss auf den Klempner warten. Ja gut, das kann ich verstehen. Was?
Was? Grant? Ja, ich weiß, dass morgen eine Anhörung ist. Ach, Mann. F40. Einer Verdächtige ist im Ärger und wäre beinahe in einen Fahrstuhlschacht gestürzt. Er steht an der Kante und sieht sich nervös um. Jetzt mal ganz ruhig, da geht es tief runter. Den Verdächtigen in den Fahrstuhlschacht stoßen. So, jetzt mal ganz ruhig. Eddie's Burgers. Fragezeichen Leichen. Sie kennen mich nicht und das ist vermutlich auch gut so. Und was meinen Beruf angeht, würde ich ihn vermutlich nicht gutheißen. Würde sie ihn vermutlich nicht gutheißen. Also werde ich nicht mit unnötigen Details belasten und direkt auf den Punkt kommen. Für eine sehr spezielle, nun ja, nennen wir es Operation, brauche ich 3 tote Polizisten, eine Frau und 2 Männer. Aussehen und Alter sind unwichtig. Ich komme in ein paar Tagen zurück, um die Leichen abzuholen. Wir wollen ja nicht, dass sie verwesen. Okay. Ach, hätte ich das gewusst. Ich habe gerade neulich jemanden für tot erklärt. Falscher Alarm, natürlich. Tiermisshandlung. Doppelmord. Jetzt sind wieder keine Ermittler frei. Ich soll vielleicht langsam mal Fälle abschließen, damit wir mal wieder Ermittler frei kriegen. Wir gucken uns das gleich mal an. Vielleicht kriegen wir mal langsam wieder was erledigt. Details. So. Wo ist jetzt der Unterschied zwischen den Bildern, ne? Nee, das mache ich dann mal außerhalb der Aufnahme. Habe ich jetzt keinen Nerv drauf, ehrlich gesagt. Tut mir leid. Das gucke ich mir dann mal irgendwann in Ruhe an. Tiermisshandlung Bericht. Große Wespe, falscher Alarm natürlich. Falscher Alarm, na klar.
Okay. Ja, was soll ich machen? Ich habe keine mehr. Bolficus. Auch schon mal eine besoffene Bande los hier. Ich hab... Wisst ihr, was ich da hingeschickt habe an Leuten? Und das ist ein fucking falscher Alarm? Wer zahlt das denn? Mann und eine Frau ringen sich damit ab, eine luxuriöse Couch durch das zerbrochene Fenster in den Lieferwagen zu tragen. Sich auf das Sofa setzen, beim Einladen helfen, lassen sie sofort das Möbelstück fallen und dann die Hände. Ich setze mich mal auf das Sofa. Natürlich ist der Täter im Kommen. Bei so eine blödsinnige Option, aber ich dachte jetzt einfach mal. So, und wir kommen dann zum Ende von diesem Part. Gucken uns beim nächsten Mal an, was das hier für eine schöne neue geheime Nachricht ist. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen und freue mich aufs nächste Mal, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss!